Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit dem Behind DEFCON 1 Capture the Festival. Finde ich sehr, sehr geil, dass es gefühlt passend rausgekommen ist. Nämlich, ich stehe ja so da drauf, so ein bisschen dieses Behind the Scenes, diese Videos davon zu sehen, ne? Ob es irgendwelche Shows sind, ob es Festivals sind, ob es irgendwelche Auftritte sind oder whatsoever. Finde ich halt mega geil, einfach mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, was da überhaupt alles abgeht, vielleicht wie das aufgebaut wird und. Bin sehr gespannt, was wir hier beim DEFCON 1 zu sehen bekommen. Und ja, wenn ihr da auch wieder mehr Sachen habt, egal ob Festival, egal ob irgendwie eine Show, vielleicht irgendwelche Künstler, ne, die einfach so ein Vlog-Blog machen, ne, wie die oder wie ein Tag von denen aussieht oder wie die sich auf eine Show vorbereiten oder könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinballern. Ziehe ich mir dann rein und ja, bin da sehr gespannt drauf. Wie gesagt, habe ich mega Bock drauf, weil klar, ich liebe Musik, ich feiere den Shit auch, extrem sehr, da drauf zu reacten, gar keine Frage. Ich meine, darauf baut bis jetzt mein Kanal einfach drauf ab. Aber so dieses Behind the Scenes ist nochmal extrem geiler, weil man ja da die Menschen nochmal kennenlernt oder ne, wo es dann rumgeht, nochmal ein bisschen mehr kennenlernt, was ich halt sehr, sehr geil finde, weil du da dann ja, dich noch ein bisschen mehr da wie ein Teil davon fühlst. Und ja, deswegen, ich bin gespannt. DEFCON 1, 46 Minuten. Wahrscheinlich werde ich nicht so viel reden. Ich denke nicht, dass dann so viel weggekattet wird. So, dadurch, dass es jetzt nicht so krass irgendwie Musik oder sowas ist. Oder ein Kinofilm oder sowas. Aber wir schauen mal. Nichtsdestotrotz, gehen wir jetzt rein. Let's go. Favorite tot powerarm 8, 8. We zitten op 56, nog 4 minuten tot de start show. 4. So verrückt eigentlich, ne? Wie viele Kameras die da stehen haben. Und gefühlt sind es ja immer noch zu wenige, ne? 3 tot recordings. Gonna be hectic right now. Believe it or not, this is the calm before the storm. Let's go. Yes. Staat die aan alles? Ja, ja. Iedereen, Anderhalve double check minuut. dat jullie starten, maar recorden. 20 seconden. Oké, succes iedereen. Eerste keer Q-Dance was 2009. Dat was een soort early hardcore feest. Dat is heel klein hoor. De eerste keer Climax dat ik meefilm, dat ik de afsluiting maakte was 2011. Ich finde auch geil, wie du so diesen niederländischen Akzent daraus, ja, ist ja wie geil. 2012 op Ich dachte gar nicht, dass das so krass ist. Ich dachte nur bei uns Deutschen ist das so, dass du da so ein bisschen mehr diesen Akzent halt drin hast. Aber bei den Niederländern, das ist ja voll raus. En dat was echt mijn droom. Vanaf toen werd het echt groter en groter. Concept Festival veranderde ook. Das ist so krass eigentlich, ne? So, wenn du diesen Shot hier siehst, sieht das, wie gesagt, eigentlich klein aus, ne? So, obwohl du weißt, okay, das ist die Bühne, was man sich jedes Mal, oder was ich jedes Mal gesehen habe. Dabei ist das gefühlt gar nicht so groß. Das ist so verrückt jedes Mal. Niet. De mainstage staat altijd daar. Het is altijd dezelfde stages. Red, black, blue. En als we meer kijken, wat hebben we nog niet gedaan? Voor mij Ah, DEFCON 1 Aftermovie. Okay. Ich dachte wirklich, ne, dass die wirklich behind the scenes gehen und halt wirklich sagen, okay, das ist Tag 1, wir fangen damit an, das ist dann, ne, mit Konzepterstellung und. So, ne, dass man sagt, oder ne, sieht so, okay, das DEFCON läuft gerade, aber die haben schon die nächsten Ideen fürs nächste DEFCON und sowas. Aber gut. kan dat altijd Is ook beter. geil. Daar vind ik het vet. Dat het nog niet uitspeelt of zo.
ook livestream. Ook gewoon heel dit pakket. En dan zorgen dat alles er beter uitziet in elk vlak. Ik kan niet hetzelfde maken. Als het niet beter is, ben ik echt niet tevreden. Nochmal hier, ne, weil mir das jetzt gerade einfällt. Ich meine, ich könnte natürlich hier unten die Untertitel anmachen, aber ich finde, das würde so ein bisschen den Vibe von dem ganzen Video rausnehmen, wenn hier die ganze Zeit die Untertitel herlaufen. Deswegen werde ich wahrscheinlich oft was nicht verstehen, aber mir geht es auch wirklich nur um das, was ich sehe erstmal. Ne, einfach, ich finde es halt sehr geil, sowas zu sehen. Und meistens reicht das ja auch aus. Und auf der anderen Seite, ne, finde ich das ja auch sehr geil. Einfach aus dem Grund, es gibt ja viele da draußen, die nicht wissen, was sie machen wollen oder vielleicht sogar irgendwie eine Passion mit Kameras, mit Filmen oder sowas haben. Oder irgendwas anderes. Und wenn die dann so das Video sehen, dieses Behind the Scenes, und dann vielleicht sogar da irgendwie landen, ne? Oder in diese Richtung landen, das finde ich halt sehr, sehr geil. So für mich persönlich zum Beispiel, ich habe das ja bei, ich weiß gar nicht, welche Reaction das jetzt war, hatte ich das ja schon gesagt, dass ich das sehr interessant finde, wenn man so ein Behind the Scenes da schon sieht. Dass wir jetzt direkt so ein Video kriegen, ist verrückt. Aber es ist halt sehr cool so, ne? Weil für mich war es schon immer so ein Traum, auch irgendwie so ein bisschen dieses Kameramann zu sein oder so. Weil das irgendwie sehr cool ist, finde ich. Klar, sehr stressig und wahrscheinlich kannst du auch es nicht das Festival so erleben, wie jetzt als normaler Gast. Aber, Bro, kriegst dafür Geld. Du kannst da drauf rumlaufen, kannst deinen Spaß haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr geil. Ich glaube, das kann auch schon ein sehr geiler Traumjob sein. Soms hoor ik van iemand, een collega die ook filmt, en dan zegt hij, ja, ik vind geen camera's meer. Dus omdat ze allemaal op Defco zijn. Boah. Eine, wie viel Geld da wohl jetzt schon rumliegt, ne? Vaak test ik alles een keer een week van tevoren. Want dan als er iets niet werkt, kan je nog altijd iets bestellen. En dan vaak is het 2 dagen voor event, prep ik alle gear en dan staat het gewoon klaar. En dat is mijn camera voor het weekend. We hebben nu een nieuwe slow-motion camera die we gaan gebruiken. Ich finde das krass, wie weit diese Technik auch einfach ist, ne? So, für einen normalen Menschen ist einfach, zack, du machst eine Handykamera an oder kaufst dir irgendwie eine Kamera, ne? Und filmst da einfach mit. Aber dass du so krass in eine Materie halt reingehen kannst, finde ich immer noch wahnsinnig. Finde ich immer noch wahnsinnig. We hebben vorig jaar al veel vet shots van zo voeten die slow motion in het zand komen. We hebben er nooit echt een moment van gemaakt of ja, ik kan veel doen met stampen en dan stof en dan pauze en dan weer zo'n ding doen. We willen wel voor eventueel die ideeën vaststaan. Dan kun je die aan iedere operator meedelen. En dan is er vooral vanuit Qdance heel veel informatie die binnenkomt bij ons. Nikita checkt met Qdance, wat moet er allemaal vastgelegd worden, welke artiest. Sowas, weiß ich nicht, ist glaube ich, wie gesagt, sowas habe ich mir immer cool vorgestellt, so im Media-Team zu arbeiten, ne? Ob es Social Media ist oder sowas. So irgendwie Konzepte sich zu erstellen. Ich meine, ich wäre da jetzt nicht so der Typ für, ne? Aber halt so, ne? Dann diese Konzepte halt umzusetzen, finde ich irgendwie sau interessant. Maar je plant alles vooraf, je hebt tijdschema's vooraf, we hebben briefings vooraf, waar je alle info doorgeeft. Dus vooral ik en Nikita die dingen voor het brein. Hier moeten onze editors, dus data editors en ook die snippet editor. Dat moeten we ook afdrukken hier doen. Aber das ist auch so eine Sache, was ich mich bei den ganzen Videos immer so frage, warum manchmal bestimmte Einstellungen von Kameras genutzt werden. Ne, wir haben ja vorhin schon gesehen und wir werden ja sehen, dass du so viele, ich glaube 10 Kameras da hattest jetzt für die Mainstage. Aber manchmal hast du da so Kameraeinstellungen, wo ich mir denke, Bro, ist wohl cool, aber in dem Moment hätte man vielleicht eine andere Kamera auswählen können. Aber da denke ich mir dann so, ja, okay, vielleicht hatten die vorher schon dieses Konzept
okay, wir müssen jetzt die Kamera nehmen und dann die Kamera nehmen und das und dies und jenes. Das finde ich halt krass zu sehen, so, ne, dass sie 2 Wochen vorher schon sagen, okay, wir müssen dahin, wir müssen das machen, ne, wie ihr Plan, also ihr Weg so gesehen ja ist, was die filmen und wo die sein müssen. Das ist krass, wenn du so überlegst eigentlich. Dit is allereerst. Dat is de eerste dan binnen. Dat was vet jaar toen. En toen dus kon je net zien, geen gimbals, maar steadycams. Dat was steadycams met redcamera's, maar helemaal ingepakt met plastic. En die jaren was gewoon, ja, doe maar. Maak iets vet. Das ist aber auch krass, ne? Wie schnell die da durchswitchen, so gefühlt. Ja, über 2 Wochen, jetzt auf einmal 4 Tage. En dan pakt hij meteen de drop, bij de drop. Die überlegen sich dann schon die Musik dafür? Vorm Defcon? Fürs Aftermovie? Ach du Kacke. Also ich habe immer gedacht, ja okay, Defcon läuft, zack, du guckst dir an, was richtig abgeht, wo die Leute zu abgehen und danach gehst du dann, welche Songs du nimmst und ne, schneidest das dann erst zusammen. Even gek de eerste keer, maar ik denk wel dat zo'n video helemaal goed is. Ja. Maar die track zie ik wel helemaal voor. Ja. Om dan vervolgens nog even een soort van stap erbovenop te doen met wat donkerder. Die kan mix met een soort van andere stijl hardcore plaat. Er zijn meerdere kandidaten. Ja, Gabber is gewoon wel echt een hele dikke plaat. Mensen gaan er best wel hard op. Ik had gewoon nog een idee, ik ga gewoon dat delen. Een sequentie die gaat over dit stuk van de mens. Maar dan echt vet, want ook camera's aan een schoen hangen, zodat je echt mee kan hakken met die schoen. Dan super slow-mo en dat war heel vet kan zijn. Junge, also das ist ja verrückt. Also Real Talk, für mich ist das gerade richtig verrückt, das so zu hören. So, na, dass die davor sind, so diese Musik hören und sich da dann schon diese Gedanken zu machen. Hey, das müssen wir filmen, das habe ich vor, das soll kommen. So, in meinem Kopf wäre es halt so, ne, also wäre ich das, würde einfach auf mich zukommen lassen. Heißt, ich laufe da rum, mache meine Shots, was mir im Kopf kommt, kommt halt geil. Natürlich, ne, wenn dann mehrere Leute hast du dann auch mehr Einfälle, wie zum Beispiel, ne, das jetzt mit dem Slow-Mo, mit den auf die Füße filmen oder auf die Beine filmen. So, entweder hast du diesen Einfall oder halt ein anderer, ne, bringt das halt so rein. Aber dass die halt wirklich vorher schon sagen, okay, wir wollen das und das haben, ist natürlich schlau. Würde ich halt gar nicht drüber nachdenken. Gerade so, ne, dieses, okay, ich höre diese Musik und das kommt. Das ist halt, oder das ist schon, also Videoproducer-Shit. Das ist krass, finde ich. Aber gut, ne, musst du auch schon irgendwo da diese Kreativiteit mitbringen. Krass. Wel heel tof. En het onderbreekt ook wel je audio en je video, denk ik. Gaat verder, voorbereiding? Ja, heel goed. Heb je al... Nee. Oh, Ja. benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe je het gaat vinden. Het is echt vet. Zo met Nikita rondkijken. Ja, leuk. Ik denk als je zo meteen rondloopt, dat je gewoon meteen alweer ziet van wow. Zoveel, een soort van vorig jaar, maar dan keer 5. Het is eigenlijk vooral aan mij om alles te brieven voor de cameramensen en ook een beetje bedenken hoe dan te vastleggen en waar dan de camera's komen. En Defcon is gewoon lastig, want je hebt eigenlijk de Red Mainstage die al... Überlegt mal, ne, das ist montags vom Defcon. Ich meine, klar, die Bühne steht schon so, aber ne, diese Hände? Das ist ja crazy, wie viel die noch machen müssen. Een heel ding is om te livestreamen, dan heb je Power Hour die een heel andere show is. En dan heb je op dezelfde dag later nog een één show die helemaal anders is om te livestreamen.
Dus je moet eigenlijk je camera-setup bedenken zodat je al die 3 dingen goed genoeg hebt. Nee. Dat is heel tof. Denk je van de vet stage? Het gebeurt zoveel op Defcon, dus het is een prachtig festival. Das meine ich nämlich, das finde ich so geil an Behind the Scenes. Du hast nochmal so einen ganz anderen Blickwinkel auf alles. Du siehst das alles nochmal, wie es halt wirklich ist, ohne diese ganzen Menschen, ohne Feuerwerk, ohne Licht. Und siehst, wie verrückt das eigentlich ist, was du ja eigentlich nur siehst, wenn du wirklich da bist. Und sogar dann kannst du das, glaube ich, noch nicht mal krass realisieren, weil du halt so geflasht bist von der Musik und alles. Allem. So. Wahnsinn. Hier komen alle editors en data. Wir sind die Fitnessbubble. Hier komt de aftermovie en livesets en hiernaast komt de livestream. Het gewoon alles schema aan het finaliseren, alleen aan toevoegen, alles duidelijk gemaakt. Die machen also doch einen Livestream. Das stimmt, die machen einen Livestream, bin ich doof? Klar. Ja, und das war nicht auch dieser andere Gedanke, den ich noch hatte. Ja, okay, die nehmen einfach von Livestream so ein paar Elemente einfach raus. Aber dass die halt wirklich da ein Team haben und sagen, hier, zack, ihr seid das Team After Movie und ihr macht eure eigenen Shots, finde ich krass. Finde ich krass. Het is weer netjes. Die data is er, de edits, dat is Wobei, ne, die ja auch irgendwo dazugehören zu den anderen Sachen natürlich. Beeldteam is klaar. Oder alle zusammenarbeiten, so, sagen wir so. Defcon 2024 Aftermovie. Waarbij we het thema gaan doortrekken in de video. Dus minder show, meer publiek. Daar willen we wat meer in gaan duiken. Dus ook muzikaal willen we daar een beetje op in gaan tunen. Heb ik een beetje het idee, we hebben de laatste Aftermovies zijn we altijd gestart met vet cinematisch stuk, traag, mooi, alleen maar super vette beelden. Ik denk dat we gewoon een soort van headfirst erin moeten duiken. Oh my god! Meteen naar het stuk waar wat meer vibe in zit. Dit weg. Ja, gewoon drop. Laatste plaat gaan we Verta. Finde ich so verrückt, ne? Dass sie. Ich meine, klar, wenn du so drüber nachdenkst, ist es ja so, ne, dass du wirklich auch einen brauchst, der da wirklich so dieses Producer-Wissen hat, ne? Ich finde das krass. Ich finde das krass, das sehe ich gerade. Zijn zondag eindshowplaat. Ja, wordt wel echt vet. Het wordt heel vet. Verta Through Your Heart hebben we. I like it. Hebben we. Hoe lang moet die worden? Ik kwam uit op 11,5 minuut. Netjes. Met het schetsje. Als er keuzes zijn gemaakt over de juiste tracks, dat het gevoel ook klopt en dan nog even het heen en weertje met Stijn, want dan krijg je de beste synergy tussen beeld en geluid. Wide angle? Ja, heel wide. Like 12 mm op full frame. De sweet spot is een beetje op de rooster en ervoor eigenlijk. En dat vind ik ook leuk, altijd met Stijn. Die kijkt ook anders. En ik word meer van als ik ergens naar kijk, dus geef mij beeld en dan kunnen we daar weer op tweaken qua sound effects of nog meer lading te geven. Hier komt de slider op. Das ist so interessant, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das checkt. Also für mich ist das gerade so interessant, dieses zu sehen, ne? Wie die halt denken müssen, ne? Oder was die für Ideen haben Moet gewoon müssen. heen en weer. Dan krijg je gewoon het beste resultaat. De mix wordt altijd opengebroken. Ook omdat er live stukken tijdens het evenement nog soort van worden toegevoegd. Of ja, je weet van tevoren niet wat je gaat meemaken. Ook wat Stijn gaat meemaken vooral. Ja, teamwork. Das war nämlich auch gerade, was ich mir so gedacht habe. Er hat ja die Kamera vorne bei der Mainstage hingestellt. Aber ne, durch dieses Klebern wird er wahrscheinlich einfach nur ein X dahin machen und dann sagen, okay, da wird die Kamera hinkommen. Genau da muss sie hin. Ist schon geil. Ich meine, ist sinnig, ne? Aber ist schon cool. Ja. Junge, jetzt sieht man aber auch mal, wie fucking riesig die Scheiße eigentlich ist, ne? Halleluja. Ich wusste gar nicht, dass da ein Freizeitpark auch noch neben ist. Junge, krass. Also wenn du hier wohnst, hast du gewonnen, ne? Sei ehrlich. Wenn du hier wohnst, hast du gewonnen. Du kriegst 4 Tage geile Party mit. Wahrscheinlich aber auch den größten Scheiß hier. Mit den ganzen Zelten um dich herum. Aber wenn du sowas feierst und so. Aber sieht auch wie ein Hotel so ein bisschen aus, ne? Nee. 4 uur slaap gehad. Nu dag 1. Maar om 12 gaat de camping open en... Ik blijf wel. Oké.
Das ist auch die Sache, ne? Die müssen ja alles gefühlt in zweifacher Ausführung haben. Weil was ist, wenn meine Kamera kaputt geht oder so? Dann stehst du da, ja cool. Ist im Arsch. Ja, da war's dann mit dem ganzen Film. Hallo. 5 Minuten gaan. Ja. Gaat het? Is dit Defcon 1? Defcon 1! Ja, ga ik camping op. Het raakt jaar mooier, eigenlijk. Ik probeer altijd iedereen op zijn mooiste te laten uitzien. Ik heb het gevoel dat mensen daar wel vertrouwen als een film, dat ze gewoon hunzelf zijn. Iedereen is op hun gemak, ja. Dus ik probeer vooral emotie te zoeken bij mensen, alleen ik zou het eerder op... Oh, Bro. Ja, du musst auch mal überlegen, wie viel Gewicht das hat, ne? Ich meine, das sieht man den Männern ja auch wohl an, ne? Dass die gut was in der Arme haben, aber ich finde das krass. Ich meine, klar, ne? Überlegt euch das mal. Die laufen da 3, 4 Tage damit rum. Alter, Junge, wie fucking schwer das ist. Was für Arme du danach einfach hast, ne? Wie die am schwersten sind wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist so ein cooler Shit, ey. Pipen noemen dan regisseren. Ey, finde ich cool. Muss ich ehrlich sagen, ne? Sonst hast du ja immer nur so dieses, wenn du das Aftermovie siehst, ist ja so dieses, okay, es wird einfach eine Kamera drauf gehalten und das sind diese Emotionen, die die Menschen so oder so rausholen. Klar, oft ist es ja so, aber so, ne, dass die halt die auch noch so ein bisschen ansporen, ne, dass das nochmal so anheizern, finde ich mega geil. Het leven van een Efteling moet maken, alleen maar rondjes lopen. Dus het wordt wel weer even 25 kilometer per dag lopen, denk ik. We're going to the gym. Das ist auch so verrückt, ne? Dass die da einfach im Gym stehen haben und so. Ich finde das so krass, ey. Du kannst da so geile Shots machen, das ist so krank. Wenn du überlegst, ne, alleine wenn ich das schon sehe, du kannst ja mehrere Aftermovies machen eigentlich, rein theoretisch. Dieses Aftermovie, was wir immer geschenkt bekommen, ist eigentlich so ein minimaler Teil von dem, was du da geliefert kriegen könntest. Das ist wahnsinnig. Junge. Also der Mann hat aber auch Sprint angesetzt da, der Mann hier. Das finde ich sowieso so krass. Bro, geht doch ganz normal rein, so. Ist doch alles gut, aber dass die alle lossprinten. The Gathering ist ja das Opening, ne? Ja. Finde ich auch. Müssen wir auch noch Reactions zu machen. Ich weiß, werde ich auch machen. Weil es gab ein Gathering, was ich damals auch sehr oft geguckt habe. Das werden wir auch noch wieder reingehen in diese ganzen Gathering Reactions. Finde ich nämlich so krass, ne, dieses Opening zu sehen, wie krass sie das aufziehen da. Good evening, ladies and gentlemen, Defcon 1! Wahnsinnig, ey. Ich muss auch sagen, ne, das ist so ein geiler Shot, nicht nur alleine das hier, mit der Beleuchtung und den Defcon-Shit, sondern auch, ne, der Himmel ist so richtig geil mit diesen lila-pinken mäßigen, sag ich mal, oder rosa. Die Windräder, finde ich so ein cooler Shot, ne, weil du einfach wirklich nochmal siehst, ey, es ist nicht nur, also du bist im Freien, du bist wirklich im Freien, du bist wirklich auf dem Feld. So, mega geil. The weekend of all weekends. The best party experience on the planet. So there's no reason to shy away. Activate your DNA. For 4 days long, this is where you belong. Welcome back home. Der Mann, ne? Also, der Mann ist auch der Geilste, der da rumrennt, ne? Seine Stimme, aber auch, was er da für Sprüche raushaut und so, ne?
das ist der beste Anheizer, den ich, glaube ich, bis jetzt gesehen habe. So, weil, wenn ich den höre, dann muss ich auch immer an Defcon denken. So, es ist so geil, den zu hören. Und was er sagt. Friday! Nou, normaal kijk je altijd zeg maar zo, nou ja, echt breed, hè? Ja? Ja. Op zich staat hij nou op het centrum. Ja. Fuck, warte, ich muss eben ein bisschen zurückgehen. Ja? Ja. Scheiße. Op zich staat hij nou op het centrum. Ja. Mein, dass da vorhin, also gerade eine 11 stand, oder? Ja. 11:43 Uhr. Da stellen die alles noch ein. Krass. Ich dachte, also ich habe gedacht, dass die wirklich da schon um 8 Uhr sind. Alles wirklich aufs Perfekte vorbereiten, sich dann da irgendwo hinchillen. Und dann, wenn es dann, ich weiß gar nicht, wann geht das los? 15 Uhr geht es, glaube ich, überall so mäßig los, ne? Dann wirklich, dass du aufs Festivalgelände darfst, dass die Shows anfangen und so. Und bis dahin dann so chillen, aber es ist ja, du hast ja gefühlt, okay, du stellst ja jetzt alles ein, bam, 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 musst gefühlt noch, hast noch ein bisschen Stress mit, dass du dann direkt reingehen kannst, sogar direkt mit dem Übergang und nicht mal kurz chillen kannst. Finde ich krass. Oh. Er moest een speciale live set af, die van 5 minuten de tribute van de UV stage. En omdat ook dat, eigenlijk is vooral de slaap belangrijk op zo'n weekend. Dus ik ben tot 3:30 doorgegaan gisteren. En Stijn heeft van 8 uur slaap gepakt, zijn we dus eerder gaan slapen. Daardoor zeg maar, zit er misschien 4 uur tussen dat het project stil ligt. We hebben wel alle twee genoeg slaap. Dus daardoor is deze live set gisteravond opgenomen, maar ik kan die nu straks wel online heel vroeg. Dan check dat de camera loopt. Dus als je even moet opzetten op de op nog gegeten dat is gewoon goed. Ja, vandaag zou het nog niet zijn, maar morgen bijvoorbeeld als je echt op bent, dat je echt geen energie hebt, geef het dan ook op tijd aan, zodat we ook kunnen leren, maar probeer het schema gewoon start aan te houden. Zometeen over 45 minuten signaal hebben. Dus we gaan nu nog die kant op. Over een uur gaan we live. Openingsceremonie 4K. Wahnsinn, ey. Geil, ey, geil. Komt hij op de drop en daarna 3. Hoppa, 7, 7, 8, zult daar nou jongens. Geil, wie die Männer da aber auch mitwippen, ne? So geil, wie die beiden hier trotzdem mitwippen und sagen, ey, du musst jetzt da, du musst das, du musst dies. Cool. 7, 7, 8, zult daar nou jongens. 4, 2, 2. Aber ich glaube, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich dachte, das gibt's gar nicht so oft, ne, dass das so Menschen haben, aber bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich Musik höre, kann ich mich besser konzentrieren auf manche Sachen. So, früher war das so, wenn ich irgendwie lesen wollte oder so, oder für die Schule was machen wollte, ich hatte immer Musik an, weil ich mich besser konzentrieren kann. Ich glaube, wenn du sowas machst, musst du so im Kopf sein, dass du dich von Musik halt nicht ablenken lassen kannst, sondern gefühlt sogar noch besser arbeiten kannst. Kun jij dat doen? Editen. Die dedicated. Oh, goed, ne? Dus lopende bandwerk. Dus het is pittig, maar het is wel tijdsdruk, constant gewoon doorgaan. Kijk hoe de cabin heeft versierd ook. Hé, wacht, de lampjes. Is ik mijn jarig of zo? Zal ik even de lampjes aanmaken? Heb jij lampjes? Ja. 3, 2, 1. Ah! Oei! Mooi.
Paul. Wij maken met ons team 37 recaps. 37 recaps over 4 dagen verspreid. Allemaal korte Instagram snippets. We doen 4 daily recaps. En dan ook allemaal losse themavideo's. Je kan hier een schema zien. Ik heb hier het hele schema hangen. We maken dus de eerste dag er 4 en dan maken we 2 keer 10 volgens mij en ook een keer, 1 keer 10. Und da müssten die mal näher dran gehen, ne? Das würde mich nochmal mehr interessieren. Ich meine, klar, er erklärt es, ne? Aber nochmal wirklich zu sehen, wie das wirklich aufgebaut 2 keer ist. 11 video's wel. Van allemaal losse momenten, losse recaps, dus wel flink wat werk. Ah, geil. 12 Uhr, Confession 45, Lukas filmt. Holy shit. 15 Minuten, Black. Opening Ceremony, Randy on stage, crowd, red. Card Drop in Lunch. Ah, Card Drop ist dann wahrscheinlich, dass sie einfach diese Speicherkarten abgeben. Geil. Ist eigentlich klar, ne? Dass sie abgegeben werden müssen, damit, ne, das nicht wegkommt und so. Aber cool. Oh, dann so vieles. Okay. Sam, Indigo, Magenta, Blue, V, Red. Okay, das checke ich nicht so ganz. Card 2 Karten mitnehmen. Drop yours, ja, das ist krass. Finde ich geil. Ich finde das immer geil zu sehen. Ich muss ja sagen, ne, ich war ja auch einmal Backstage bei einem Künstler und da habe ich dann auch so kurz so einen Plan gesehen, wie der Tagesablauf ist. Ne, also wie der Ablauf geplant ist. Finde ich krass. So, ne, klar, es muss ja alles geplant sein und durchdacht sein, aber das ist wirklich so, okay, du hast, ne, die und die Zeit, da muss das und das gemacht werden. Und da sind manche Sachen bei, wo man sich so denkt, Bro, okay, macht eigentlich Sinn, aber dass die nochmal extra aufgeschrieben werden, damit jeder weiß, okay, das wird dann wirklich passieren und dass auch jeder das nicht vergisst. Das ist geil. Hier zit gewoon veel meer pressure achter, veel meer... Ja, das meine ich. Crowdshots, das Spotlight Surfer. Ne, extra, dass dafür extra so Zeiten gibt und so. Nicht krass. Je moet kort, snel. We hebben soms maar een kwartier of een half uurtje om een video te shooten. En dan rent een runner heen en weer. Brengt de kaart naar de editor, die edit hem. En dan gaan wij weer verder met een andere video. Ik ben nog altijd fan. Van mijn 18 tot nu zit ik daarin. Er zijn een paar artiesten waar ik heel erg bij wil zijn als ze draaien. En dan gewoon vastleggen. Das meine ich. Wie cool muss das sein? Klar, noch geiler ist, wenn du wirklich die Person bist, um die es geht. Ne? Also jetzt in dem Fall, du bist der DJ, der da voll durchdreht und alles. Aber das muss bestimmt auch cool sein, ne? Du stehst da unten mit der Menge. Wahrscheinlich fucken die dich auch so ein bisschen ab, weil die dir hinten auf den Rücken klopfen oder so. Weil die gefilmt werden wollen oder sowas. Aber hier oben dann zu stehen, ne? Den Mann zu filmen, seine Emotionen und so. Boah, cool. Ik ben wel nog fan, maar het is wel een heel serieuze job ook. Als je het filmt kan je natuurlijk 120% geven of 100. En die 20% is nog altijd wat extra. Krasse Shots, man. Om het heel vet te maken. Oh Junge, ich lieb's gerade so zu sehen, ne? Ich liebe das zu sehen. Dieses Behind-the-Scenes, man. Groot. Dus iedereen verwacht heel veel. Maar bij mij is stress wel meer voor focus. Ik wil niet per se enkel de aftermath als het mooiste item, maar meer gewoon alle content van Defcon moet er echt goed uitzien. Dat is niet makkelijk. Kan ik je tegen joh? Hallo. Nou, mij ook is beter. Luxe. Mijn ook is gezelliger. Ja, dat geloof ik wel. Bij ons zit iedereen met zijn koptelefoon. 2-2. 2, even naar 8. Mooi. 3. Dag 3, de zaterdag. Eigenlijk de belangrijkste dag wat er is. Ja, Power Hour. Daar krijg ik altijd heel erg buikpijn van. Ik wil echt zo graag dat het goed gaat. Moest je met Mark vanochtend ook naar de HBO? Ja, dan kreeg ik een belletje dat hij... Dass die auch extra Handschuhe haben, das wusste ich sogar zum Beispiel gar nicht.
natürlich macht es Sinn, ne? Wenn du irgendwas hältst so längere Zeit oder damit auch dich bewegen musst und es bewegt sich auch selber dadurch, dass es ja alleine schon nach unten zieht vom Gewicht her. Aber ich wusste das gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, Ne, das sind ja extra so Handschuhe für solche Sachen. over een hek was gestapt en dat zijn hand er tussen zat. En hij kwam daar helemaal bebloedend aan. Maar ik dacht sneller bij een stage te komen. Das meine ich nämlich. Sau Dan zijn we cool. 3 hechtingen verder. Nou, gelukkig niet beschadigd. Oh, yo, Alter. Hoe laat land jij met de heli? 2:15. Wie der einfach seine Hand da draußen hat, ey. We gaan uit de helikopter springen tijdens Power Hour, dus wordt de opening. Straaljagers, helikopters, het wordt echt gekhuis. Wordt vet. Om het Power Hour hebben we speciaal iemand Ich finde halt geil, ne? Niederländisch und Deutsch. So, gerade wenn du mit Plattdeutsch aufgewachsen bist, also mit dem norddeutschen Plattdeutsch, was so mein Opa oder meine Großeltern gesprochen haben, so, da verstehst du, dass sich das ähnlich halt anhört wie Niederländisch, finde ich sehr cool irgendwie. So, du liest, ne, ich meine, ich kann zum Beispiel nicht ganz verstehen, so, obwohl mein Opa, der hat mit mir nur platt gesprochen, aber ich hab's halt nie verstanden. So, ich muss ja immer so nachfragen, Mama, was heißt denn das jetzt? Aber so ein Teil habe ich immer so ein bisschen verstanden und das finde ich halt so geil, dass du dadurch dann auch nochmal Niederländisch verstehst. alles vertelt per seconde wat er gebeurt. Dus dat ben ik voor haar aan het klaarmaken. Er zijn volgens mij echt 150 danseressen bijvoorbeeld, allemaal ex. Bijvoorbeeld een zoomcamera, die kan heel close komen. Dus dan wil je gewoon het juiste moment die camera ergens hebben. En dan is het gewoon fijn om te weten wat waar is. Je zit er red in. Met gimbal krijg ik mijn feet binnen. Daardoor kan ik sturen. Ik kan 360 graden ronddraaien. Dus het maakt niet uit waar de helikopter is. We kunnen altijd een shot maken. We hebben ook een zoomlens erop. En tijdens Power Hour hebben we eigenlijk een sheet. Waar alle cues in staan van iets wat er gaat gebeuren. We hebben heel veel van die trucjes kunnen doen dit weekend die je anders niet kan doen. Door gewoon voor te bereiden, in contact te staan met iedereen en vette shit maken. Sick. Ja, dat is het. 14. Let's go. Je zit op 56, nog 4 minuten tot start show. 4-3 tot recordings. Ben je er klaar voor? Yes. Gaat die aanvallen? Ja, ja. Iedereen Anderhalve check minuut. dat jullie starten, maar record. Ich finde das so krass, was dahinter eigentlich so passiert, ne? Wie viel Hektik da auch ist, ne? Aber es ist so krass, wie viele Menschen da mitwirken, dass du als Außenstehender oder, ne, der jetzt nicht da ist oder das im Nachhinein nochmal angucken will, sowas Geiles geliefert kriegst. Finde ich so geil. Also da muss ich wirklich sagen, dafür liebe ich halt dieses Social Media Sachen, diese Videosachen und sowas. Extrem. 20 seconden. Okay, succes iedereen. Veel plezier ook. Gonna be hectic right now. Believe it or not, this is the calm before the storm. Nou, het is wel Die Power Hour. Halleluja. belangrijk om te kijken dat we daar die parachutisten kunnen volgen. 10 seconden, ja, ze komen eraan. Daar zien we weer rechtsboven. 3 gaan maar in. Rechtsbovenin zie je hem. Flyby van een vliegtuigje zo. 2 langzaam in, op die parachutist 2 ook. 7 blij maar parachutist. Daar is die. Komen die Alpha Jets als het goed is? Ja. Oh, lekker boys! Fucking dik! Ze gaan allebei landen. Daar is de eerste. Maar 2. Dit is ook voor de dansers, die komen er zo bij. Gaat iedereen goed bij? Daar zijn ze. Wel cool met al die dansers zo. Zo, niet normaal. Is die heli nog in de lucht? Zoek maar helemaal naar de heli toe, die komt door de rook heen, dat is dik. 9 heeft hem. 2. Ja, 9. Gaat. Blijf al, blijf al. 5, 4, 3, 2,
9, dan 4. Het is voor de onthulling, Stijn. 4, ja, 4. Daar zijn ze. Das ist so verrückt, ne? Dass sie so eine Power Hour haben und dass da alle mitmachen. Das ist so geil. Echt, ik zou hier geen showcaller van willen zijn hoor. Tering. 20 tot de burgemeester. 4, 4. Nice. 3 langs de midden, langs de midden. 3, 3. Zie je hem nog niet? Nee. 2 eerst, 2 zo hoog mogelijk. Ja, daar is hij. Ja, 4. 4. Junge, das meine ich nämlich. Stell dir mal vor, du bist da unten. So, oder hier, ich meine, ich bin jetzt gerade mit der Kamera vor, wo ich gerade gezeigt habe. Oder du bist hier, ne? Und die ganzen Bälle fliegen da rum, die Boote, allen Bumster fliegen da rum und du versuchst nur deine Arbeit zu machen. Ja, 3. Eerst 7 als kan. Blijf 4, dan 3. Op de drop uitzoomen. 3 en 2. Dat is het. Nice. Dolly steeds pas op 4, want er is een brandende man straks. 3. Dus 4 focus op brandman. 7. Niels ook op de brandende man, slow motion. 7. 3, 3. Verrückt, ey. Dan moeten we dus center voor de stage houden. 3, jij mag links wachten, zodat je naar rechts een lange rechtswaai kan doen straks. En dan stijgen we rustig omhoog en jij moet hem dus wijd hebben dan. Wie de helikopter ziet mag hem doen in de lucht. Achter main stage komt hij omhoog. Ja, 2 had helikopter, 2 had helikopter. 2, 3 wachten, 3. Komt ie aan. 3, 3. De helikopter gaat ook Hama 3, Hama 3. Ja, also jetzt. Finde ich immer noch das krasseste, was Defcon zu bieten hat. Dieses Left to the Right ist das verrückteste. Aber wo du auch normal siehst, dass Defcon so was richtig krasses ist, finde ich. So bei bei diese generell Festivals, aber bei Defcon siehst du das ja auch am meisten, oder ist ja auch populär dadurch geworden, mit diesem Left to the Right. Dass da alle miteinander durchziehen. 2 meter, 2 er. De helikopter gaat met je mee, 2. Auch dass der Heli damit fliegt, geil. Nice, let's go iedereen, nice. Zoom maar in. Wahnsinn. Maar 4, 7, 7, 4, 4. Nice, nice, goed. Boah. Wahnsinn, was für Shots und Bilder, Mann. Yes, y'all. Power hour. We did it, let's go! That was freaking heavy. We hadden 1 shot. De opening shot kwamen de parachutist met smoke. En toen schoot letterlijk de Alpha Jets t-shirt erin. Echt, what the fuck. Zo, maar dit is echt voorbij. Ik kan er niks meer doen. Ich finde das auch cool, wie die halt selber davon geflasht sind, ne? Ja, Geil. echt wel, echt iets doen. Op een gegeven moment voelde je... Ich glaube, wäre ich einer von denen, also jetzt nicht im Heli, da würde ich mir einscheißen, 100%ig, aber wäre ich einer von denen so, ne, und ich weiß, okay, der Shot, der war so geil oder was auch immer, ich könnte wahrscheinlich nachts nicht pennen. So, ich würde mich darüber so freuen, ne, weil ich weiß, boah, das Ding war, da habe ich was Geiles abgeliefert, so, Hammer. Echt zo uitroken. Das Essen sieht aber auch immer so krass lecker aus da, ne. Holy shit, fucking gaaf. This guy was on fire. Boah, das meine ich. Das meine ich. Ich glaube, ich würde mir meine Sachen angucken und würde sagen, boah, was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Look at that moment. Wow. This is the free fly. Gonna be shooting almost 1000 frames a second. Es gibt sogar einen, der extra für Slow Motion da ist.
Junge, also das ist krass. So, ne, dass es immer mehr so diese Spezialisten und so gibt. Natürlich ist auch geiler, ne, somit hast du viel mehr Stellen zu besetzen. Vielleicht auch irgendwo beschissener für die, die das Geld bezahlen müssen und so, aber fick die mal. Also Real Talk. So, weil dadurch holen die ja doch wieder Geld rein, wenn sie mehr Leute einstellen, die dann noch mehr geilere Sachen machen. Aber finde ich krass, dass es mehr immer so Spezialisten gibt. In 4K, you know, take a moment that will last for less than a second and stretch it out. Kid looks really Junge, ich liebe Slow-Motion-Shots, Mann. cool, and then we're going to be doing a really cool hacking sequence with it. So, feet landing in the dust, kicking up big clouds of dust, things like that. I think it's a fun thing to shoot. Das ist eine Sache, wo ich mir auch denke, so, es gibt viele Dinger, ne, so wie jetzt gerade so, wo die dann dieser Frau das gezeigt haben, ne, oder wenn die da Leute irgendwie ansprechen und sagen, hier, ey, ich will das jetzt aufnehmen, hast du da Bock drauf? Ob die dann das auf Social Media hochladen? Weil das kannst du ja über das ganze Jahr, kannst du das ja irgendwie rausballern. Da kannst du richtig geil was machen, contentmäßig mitmachen, wenn es jetzt nicht in Aftermovie oder so reinpasst oder reingepasst hat, so. Und auf der anderen Seite, ne, wie bei der Frau, die dann sagt so, oh, nice, so, ob das dann irgendwie vielleicht sogar extra gesendet wird, so, ne, wenn du sagst, ja, okay, gut, ne, wir haben die Shots jetzt gemacht, vielleicht kommt's rein, vielleicht kommt's nicht rein, aber für die Person ist es ja was mega Geiles. So, wenn ich da jetzt einer wäre und mir wird gesagt werden, ey, ich weiß ich nicht, hau dir ein Bier hinter und ich mach das Slow-Mo und vielleicht kommt's rein in Aftermovie, ich würde mich so geil dadurch fühlen. Schon alleine. So. Und dann vielleicht den Leuten das extra zu schicken oder so. Über Instagram oder so. Ich meine, es gibt ja heutzutage genug Möglichkeiten, ne? Das interessiert mich halt. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Shots halt wirklich krank sind, aber nicht reinschaffen. Oder in Videos halt. We got some pretty cool stuff. Very cool. I think Stein will be happy. Stein's not an easy man to please, but I think this will please him. Drone als je kan vliegen ook met de 18 mm. Das hättest du, ich finde, das ist auch so krass, ne? Das hättest du mal sagen müssen, dass irgendwann, wenn du als kleines Kind mit diesen mit diesen kleinen Hubschraubern rumfliegst, ne? Also, wo ich jetzt klein war, da kam die ja gefühlt erst raus, sag ich mal, dass in 10, 20 Jahre später, dass wenn du, ne, davon nicht weggekommen bist, dass du dann einfach damit Geld verdienen kannst und dann solche Shots machen kannst. Ich finde das so krass, ne? Klar, unsere Technik geht so schnell weiter und entwickelt sich so schnell, aber auch in vielen Sachen in die richtige Richtung, finde ich. Oder auch in eine geile Richtung, wie zum Beispiel hier, ne? So, überlegt euch mal, das ist einfach so eine kleine, eklige, fliegende Drohne mit einer Minikamera dran, aber da kommen so geile Shots bei rum und so. Wow. You know the style. You do recognize the mask. So it's a matter of what you do. You decide to go, and you gotta just get on. I need more hardcore warriors right now. Let's go. Ja, ik kreeg net een berichtje dat 21 uur 30... Afzetting. Ja, klopt, maar ik kreeg dus net een berichtje dat ze 21 uur 30 gaan afsluiten. Blijkbaar is Ich bin auch gespannt. Also, jetzt gerade, wo ich das gesehen habe hier, ne, ist die Creators Area. Okay, dass sie da eine 8 reinpacken. Oder die 8. Ob die auch so kurz zeigen, wie, ne, ob die das direkt schon zusammenschneiden oder so. Weil, da bin ich ganz ehrlich, so,
Es müssen ja auch Leute da sein, die da einfach mit dem Handy rumlaufen und dieses Social-Media-Ding machen. Die F15. Weil wir sehen ja wirklich jetzt nur das Große und Ganze. Steeds. We moeten rennen. Ja, check zeker dat jullie lopen. Ja, top. Is iedereen nu gewoon wijd blijven vooral? Shots helemaal rondom hoog. Zo naar 2. Wow. Boah, cool. En dan 1. Misschien 10. 10. Nu. Over 5 seconden heel veel vuurwerk. Ja, Das finde ich aber auch krass, ne? Wenn man so überlegt. Er sitzt da, sieht da die ganzen 10 Kameras und du musst dadurch entscheiden, okay, was jetzt kommt. So, und das meinte ich nämlich auch vorhin so. Es gibt ja zum Beispiel, wenn du jetzt nach diesen Shots gehst, 10 ist ein geiler Shot, ist aber drauf. 3 ist ein geiler Shot, ist nicht drauf. 1 ist ein geiler Shot und 2 auch. So, du hast 4 Kameras und sogar Onstage, also 5 Kameras, die anderen sind ja gerade einfach zu dunkel so. Du hast fucking 5 Kameras, die einfach so in Frage kommen und du musst dich da entscheiden. Das finde ich so krass. Wo ich mir aber manchmal denke, okay, vielleicht wäre das geiler gewesen, vielleicht wäre das geiler gewesen, aber ich glaube, da ist dann so dieses, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, das muss jetzt auch so sein. So, oder ne, damit muss man jetzt leben. Punkt aus Ende. So, ich glaube, das ist so das Ding und da musst du halt wirklich Entscheidungen treffen können. So, ich denke, manche von euch kennen das. So, ich habe das zum Beispiel, Entscheidungen treffen bei mir immer ganz schwierig. So, bei mir ist so, vielleicht nicht, vielleicht doch, vielleicht nicht. So immer dieses Hin- und Herspringen, anstatt einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt das. Und wenn das andere besser gewesen wäre, dann ist es halt so. Aber so, das ist verrückt. 5 seconden heel veel vuurwerk. Aber so muss es ja eigentlich sein. Ja, vet. Komt er nog één van aan. Blijf op 10. 10 kan gewoon naar beneden gaan, langzaam naar beneden. Oh, dieser Shot, diese Drohnenfahrt. Boah! 10 gewoon recht naar beneden. 2 langzaam uit. Die shots die gaan nu achter elkaar op de beat komen. Das wäre nämlich die Sache. Natürlich ist es geil mit dem Feuerwerk so, aber ich hätte wahrscheinlich, wäre ich nochmal hier jetzt auf 1 gesprungen, weil das halt auch ein geiler Shot ist so. Genauso wie 3. Das meine ich nämlich so, ne? Es ist so verrückt. Aber deswegen sitzt der Mann ja auch da und nicht ich. Nee, 7. Aan 10. 2 hammer. 8. Dan 1. 2. Michelo kann nicht haken, maar Lasers. Aber was mir jetzt gerade auffällt, ne? Er sagt ja immer 1, 2, 3, ne? Also er sagt ja immer die Zahlen. Aber sagt er die Zahlen, damit die weiter draufhalten? Weil das denke ich nämlich. Weil er ändert ja, glaube ich, so wie es aussieht, oder so wie ich mir das jetzt vorstellen, er ändert ja die Kameraansicht, was gesehen wird. Das sind ja, für mich sind das die Zahlen, ne, 1 bis 10. Und dann sagt er, aber er sagt ja durch, damit jeder weiß, okay, gut, die Kamera ist jetzt drauf. Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel 1 bin, er sagt 1, okay, gut, bam. Ich weiß, ich muss draufhalten, obwohl du ja sowieso eigentlich die ganze Zeit drauf hältst. Finde ich geil, so dieses Verhaltenssystem. Das ist Real Talk, Mann. Mijn intercom valt de hele tijd weg. Laserschade. Fuck. Nu ook aan de zijkanten mee. Blijf op 10. Wow. Blijf op 10. Fuck, ja. Zit er bijna. Eindklap komt eraan, boven stage. Helemaal breed. Ja, dat was het beste eentje ooit. Echt ziek erin. Wie geil die das sogar selber feiern, ne? Das meine ich nämlich. Stell dir vor, du bist da. Du kannst deinen Job so gesehen leben und gleichzeitig hast du auch so dieses Privileg, da sein zu dürfen und das selber so zu erleben. Wie geil.
Deswegen sage ich es immer wieder so, ne? Es gibt so viele Jobs da draußen und es gibt so viele Möglichkeiten für jeden von uns da draußen. Wenn du deinen Job halt nicht magst oder wenn du es gibt wirklich, wenn du dich zusammenreißt und dir den Arsch aufreißt, kannst du wirklich deinen Traumberuf machen. Es ist einfach so. Das ist ja wirklich, dass wir heutzutage in der heutigen Zeit wirklich darin leben und das finde ich so krass. Stijn weet nog helemaal niks. Stijn zegt net dat het de beste shoot ooit is, maar hij weet nog helemaal niks van de laserschade. Wij kregen de kans niet. Mijn intercom viel gewoon uit. Ja. Dus ik wist helemaal niet wanneer de lasers kwamen. Ja. Alright. Heel vet hierin, fuck nice. Ja. Hey! Ich wollte gerade sagen. So, 23 Uhr. Ich mache pünktlich 23 Uhr das Ding aus, ne? Das ist krass. FOH? Würde ich jetzt sagen, FOH ist das, wo, ne, derzeit, was sie heute aufgenommen haben, das oder für sich halt. Aber gut, ich habe da halt keine Ahnung von, ne? Heel vet hierin, Keine fuck Ahnung. nice. Dus alle recordings stoppen. Aber krass. Dankjewel jongens, tot morgen hoor. Ja, heel erg bedankt. Dat is fucking geniaal. Ja, heb ik gewoon goede shots, alleen dan baal je gewoon dat die fucking laser net in die camera komt. En dan moet je ook nog een dag. Ja. Very excited to tell Stijn the news. Oh, klinkt slecht. Deze man. Ja. Intercom viel weg. En echt, ik zag ze niet meteen omlaag. Helemaal eraan. Nee. Puntje. Ja, puntje. 7 puntjes. Ach, die ist runtergeballert. Ja, das meine ich nämlich. Das ist ja die Sache. Ich glaube, da beißt du dir auch richtig im Arsch, ne? Ich glaube, da bist du wirklich selber so, bam, es knallt hier runter und du bist so, fuck. Scheiße, was habe ich gemacht? Oder was ist mit mir passiert? Ich meine, man merkt es ja die ganze Zeit bei ihm, ne? Er regt sich ja selber richtig auf. Ja. Daar. Ja, fucking kut. Ik baal echt. Ik heb lekker shake soms. Is het weg? Hè? Wat? Ze kunnen soms dat je lekker pixels in de wild of zo. Ey, ich liebe es, wenn die da noch so geile Musik hinterlegen, ne? Hört euch das mal an, wie cool. So richtig cool, so mit der Musik dahinter. Ich heb lekker shake soms. So, jetzt, du hörst diese Musik, oder ne, du achtest hier auf ihn, hörst diese Musik. Ist weg? Hä? So geil. Ich sag's immer wieder, das ist Musik, was Musik ausmachen kann. Musik ist das Schönste auf der Welt. Soms dat je lekker pixels in de wild of zo. En dan is het Pixel remapping. Ja. Ja, Misschien is wel. Die calibrate je de pixels in. Ja. Oh shit, man. Zo stress. Ja, dat is oké. So wäre ich aber auch. So wäre ich auch, 100%ig. Ich wäre da so fertig, ich wäre fertig mit der Welt. Real Talk, ich würde da wahrscheinlich nebenstehen und würde kurz vorm Heulen sein, weil mich das so abfucken würde und alles. Aber wenn er es dann hinkriegt, boah, ich würde schreien, ich würde durchdrehen. Ist aber ein cooler Dude. Also Real Talk, dass du dann so einen als Chef hast, ne? Oder einen über dir hast, ist das Geilste überhaupt. Vielleicht hätte der dir den Arsch, oder hätte er ihm den Arsch aufgerissen. Ne? Wenn irgendwas jetzt passiert wäre. Aber dass er dann auch darüber lachen kann und lächeln kann und ihn wieder aufbaut und so, ne? Das, finde ich, macht einen richtig guten Chef aus. Klar, ab und zu brauchst du mal einen drüber. Brauchen wir alle mal. Aber diese, auch, ne, ob es Eidgesellen sind oder Kollegen oder whatsoever, die dich nur lang machen, oder die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Wenn du jemanden bei dir hast, der dir wirklich hilft, dich aufmuntert, auch wenn du mal Scheiße baust, natürlich dir mal einen drüber gibt. Das brauchst du einfach ab und zu auch mal, ne? Damit du auch weißt, ey, du hast Scheiße gebaut, okay. Aber dass es danach weitergehen kann und dich wieder aufbaut, finde ich mega geil. Deswegen, da habe ich immer riesen Respekt vor von diesen Menschen, die das hinbekommen. Deswegen richtig geiler Typ, der Mann.
Wij hebben net de laatste edits afgemaakt van de day recap. En wij gaan nu ook lekker slapen. Dus hoe laat ben je nog bezig? Guck mal, das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. Die Kameramänner hören auf. Und Kamerafrauen natürlich. Gibt's da überhaupt Kameratisten? Weißt du das so? Keine Ahnung. Aber die fangen schon an zu schneiden. Finde ich sehr, sehr cool. Wie gesagt, das würde ich halt gern lernen. Ne, das war schon immer so dieses, so in meinem Kopf so, okay, du willst Musik machen, habe ich aber keinen Nerv für, ich habe da zu wenig Kreativität für meine Stimme, wahrscheinlich auch nicht die geilste dafür. Und die Kreativität und auch das Durchhaltevermögen, um es zu lernen, irgendwie ein Keyboard zu spielen oder so. Nee. Dann jetzt dieses Video-Ding, seitdem ich das hier angefangen habe, diese Reactions-Dinge und auch mit TikTok so ein bisschen, ne, ab und zu ja mal Sachen schneide, habe ich mir immer gesagt, das wäre geil. Social Media zu machen und diese Kurzclips zu machen. Nicht diese Filme, was wir in den Aftermovies sehen und so. Bro, das wäre zu viel für mich, sage ich ganz ehrlich. Das kriege ich halt mit meinem Kopf, glaube ich, nicht hin. Das ist halt so dieses zu lange konzentriert bleiben und dann wieder dies und jenes. Für mich einfach so dieses coole Social Media, zack, ne, wo du weißt, okay, die Leute gucken sich das für eine halbe Minute oder Minute an. Noch nicht mal, eine halbe Minute an, wissen, was abgeht, es sieht geil aus, boom. So, das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich schon immer so interessant und finde ich einfach so geil, sowas irgendwie zu schaffen. Und da habe ich auch den größten Respekt vor diesen ganzen Menschen, die das hinbekommen, ne? Die da einfach richtig geile Videos produzieren können. Und dafür auch Real Talk zu wenig Anerkennung kriegen. Klar, ne, es kommt immer mehr, Social Media ist ja voll drin in der Menschheit. Ist auch gut so. Aber ich finde, für die Leute, die sich wirklich den Arsch aufreißen und da wirklich geile Videos produzieren, gibt es immer noch zu wenig Anerkennung. Obwohl die richtig geile Sachen machen. Und vielleicht werde ich da irgendwann von einer sein, weil ich habe da wirklich Real Talk Bock drauf. Das ist so cool zu sehen, aber bei mir, muss ehrlich sagen, ich mit irgendwas so krass durchziehen, ist bei mir immer schwierig. Sieht man ja hier bei meinem Reaction-Kanal. Mach den Bums jetzt schon 5 Jahre und hab nur 1000 Videos. Hätten schon so viel mehr sein können. Aber gut. Vielleicht mit dem Alter kommt's. Aber auch für jeden da draußen, ne, der das so denkt oder sowas vorhat, glaubt an euch. Macht euer Ding, zieht durch. Und ihr werdet es packen. Früher oder später, Real Talk. Scheißegal, wie alt du bist. So, egal, ob du jetzt 16 bist und dir denkst, hey, das wäre geil. Mach es einfach. Mach es, teste es. Gib dir 3 Chancen mindestens und danach kannst du sagen, ja, okay, ne, es ist nichts für mich. Aber wenn du dir wirklich im Kopf setzt und ne, wirklich daran glaubst, mindestens 3 Versuche. Sonst darfst du nicht aufhören. Das ist so meine Devise. Deswegen O3. 3 Versuche, weil hinter den 3 Versuchen wird das Glück sein. 100%ig. Da wird das Ziel sein. Und auch wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, natürlich wird es bei dir länger dauern und wahrscheinlich ist auch in deinem Kopf drin, genau wie bei mir im Kopf es drin ist, ja, aber es gibt ja die Jüngeren und es ist ja schwieriger für mich und dies und das und jenes, bla bla bla, scheiß Ausreden, mach ein. Let's go. Dus hoe laat ben je nog bezig, denk je? Ik denk rond 4. Dan kan ik om 5 slapen en dan 9 op. Ik denk altijd de zaterdag het meest druk is. Het is altijd mooi om te zien dat je dan een concept hebt van tevoren waar ze dan aan het werken. En je dan langzamerhand alle beelden ziet binnenkomen. Zeg maar, iedereen die hier werkt, die kan iets op een manier, zeg maar, wat een ander niet kan. En daar vertrouwt hij van op. En als je goede mensen hebt op de juiste plek, dat je dan uiteindelijk een heel vet resultaat krijgt. Crazy Fun Day. Crazy Fun Day? Ja. Of Fun Day, Sunday? Ja. Sunday Fun Day. Is toch Sunday Fun Day? Ja. Alles van elkaar. Nee, Stijn moet over 5 minuten opgehaald worden. Waar gaat hij? Naar de UV. Maar hij is leeg. Nee, hij gaat van de Black naar de UV.
Dus hij gaat naar Inside. Zo chaotisch gaat het dus altijd. Hij gaat naar de tent. Hij gaat naar welke tent? Welke van de drie? Hij gaat naar de tent. Black of de UV-tent? Godver jongens. Nee, jullie zitten bij normaal niet te doen. Yes. Ik krijg wakker tot morgen. Schouders, hè? Kom ik bij mijn vrouw. Ja, dit is een nieuwe mancave. Die wordt vandaag geïnstalleerd. Ah, ik moet wel zeggen, het zag... So ein bisschen mehr die Uhrzeit hätte ich da gern gesehen, ne? So, wie gesagt, für mich so ein bisschen mehr noch. Aber ich muss auch sagen, ich bin da, glaube ich, auch zu sehr interessiert an der ganzen Sache. Ne, wenn du da so siehst, so sehen würdest, okay, wann kommen da wirklich die ersten Leute an und so, wann geht's wirklich los, dass die sich fertig machen und so. Wel weer subliem buiten is. Wauw. Ja? Wat een vuurwerk. Ik sprak bij je voor. Vanavond wordt het ook leuk. Dus zijn ze nog regie op heel de avond. Dat is vet. De hele Legends pak jij de wagen. Misschien wel player, minder stress. Want het piek is op zaterdag vaak. Ja. Vandaag is vet. Ja? Die neus, ja, het is echt... Ja, das kenne ich. Immer wenn man eine große Nase hat, dann hat man da einfach Sonnenbrand drauf. Velen, Max, kijk dan. Wat heb je gedaan? Ja, mijn neus is verbrand. Ja, ik heb een beetje echt zin opgesmeerd. Die ist aber auch richtig weggebrannt, ne? 20 graden brandvol, hè? Gewoon even naar de... Jongen, je kan toch niet zo lopen? Wat heb je gedaan? Je moet gewoon wisselen van schoenen, man. 120.000 stappen op nieuwe schoenen die nog niet zijn ingelopen. Is ik klaar? Ja. 4 keer. Kom maar gewoon naar de Magenta, waar je dit leuke straatje... Oké, hier wel links, ja. Zeker, laten we dat doen. Gewoon echt een groot succes als straatje. Ja, het is top. Je hoort ook heel veel mensen erover nu. Hoi. Ik ben wel influencer, die heeft dat plaats zetten. Ik ga eerst keer Defcon. Ik ga 200.000 volgers op TikTok. Wij liepen net luisteren. We willen het eigenlijk ook, zeg maar. Hebben die leuk? Moeten we niet gewoon met z'n allen gaan rijden? Gewoon de hele tijd. Gewoon hier. Of zo. Ich muss halt ehrlich sagen, ne, wenn ich diese Frisur sehe, das ist genau mein Shit, ne? Finde ich so geil. Muss ich mal ein Foto mal machen, sorry. Weil ich muss nämlich meine Frisur noch umändern. Ist jetzt verdammt random. Aber, ne? Ja, maar nu? Of Dafür sind wir hier für Randomness. Dezelfde plek. Ik wil wel. Laten we er even over nadenken. Ook mezelf voorstellen eerst? Ja, ik wil wel, maar... Hi. Hi. Ja, 5 uurtjes uiteindelijk. Dat is wel de langste dag van deze week, maar... Ja. Lekker, Morgen. Ik begin wel te voelen qua moeheid, maar dan probeer je weer weg te drukken, hè? Ja. Dus ja, het is gewoon die laatste, even de laatste loodjes. Ik heb er wel zin in. Zit je eronder? We got this. Maar voor de rest gaan we nog steeds om 6 uur beginnen. Of om... Zeker. Soundrush, Wildstyles, toch? Geen idee. Mooi dat we allemaal geen idee hebben. En jullie? Aad, is er een line-up? Hij heeft iemand een line-up. Wildstyles, Soundrush, toch eens eerst? Koning Koen en echt? Oké, sorry. Klein minuutje nog. Ich liebe diese Sprache, ne? Minuutje. 30 seconden. Tien seconden nog. Ja, daar gaan we. Welcome to the closing ceremony. Oh, wie cool, Mann. Wie cool, bitte. 10 seconden. Ja. To the closing ceremony. Wie geil. Absolute legends since fucking day one, ladies and gentlemen. Defcon Warriors, give it up for Koen and the Tweakers! Defcon Legends, let's go! Das finde ich halt so geil, ne? Wenn du so eine geile Truppe um dich hast, die da wirklich Party machen und auch vielleicht noch ein kleines Späßchen mit einbauen, ne? Aber trotzdem weiß jeder reißt sich den Arsch auf, will das Beste machen,
Aber du kannst auch Party machen. Geil. Die sind auch immer am Soffen, die Tachikas, ne? Dag Ist das 4. krass, ey. Wat een dag. Gaat het? Gaat het goed met jou? Ja, we go way back. We kennen elkaar echt heel lang. Maar ik denk dat Mark in de zomer vaker ziet dan mijn eigen familie. Er komt een zonnetje eruit, de bladeren worden weer groen en dan... En het komt weer uit. Dan kom je weer samen en dan ga je weer heel het weekend gas geven. En de rest van de zomer ook. Ja, het is wel een echt heel echt team. Ja, echt een ziek shot, joh. Ja? Ja, van met die 12, weet je wel? Heel vet. Lekker man. Vandaag de close-ceremonie pinkt iedereen weer een traantje weg en dan is het alweer voorbij. Oh, we waren de eindshow aan het kijken van gisteren. En toen dacht ik, het is al zaterdag geweest, het is nu al zondag. Dus ik had vanochtend al dat ik dacht van, het is al voorbij. Wel jammer. Bij mij had het nog wel een beetje mogen duren. Het is echt insane wat we doen hoor. Want het is zo vooruitstrevend, hier wat we in de hardstyle al jarenlang, eigenlijk echt sinds 2011 al doen. Nice, nou, als je kijkt zeg maar, wat in de livestream van de mainstays is, dat is gewoon bijna een aftermovie op zich. Stijn zit nu bijvoorbeeld te directen, je ziet gewoon letterlijk camera moves in elkaar overgaan, alsof het gewoon al geëdit is als een aftermovie. Het is geen statisch beeld, het is gewoon een flow en bijna choreo. 4-4, nummer 1. Nee, 4. Zo geil, ey. Gaat iedereen, heel mooi. 7, 3. We hebben doorgekregen dat de regen aankomt. Dus we moeten even wat regenhoezen op de camera's doen. De camera's kunnen niet zo goed tegen water, helaas. Boah, stimmt, Alter, wenn es anfängt zu regnen. Ach du Kacke, da kannst du erstmal überall rennen und die Kameras abdenken. Aua! Ja, dit wordt nog wel even spannend totdat we kunnen vliegen met die regen. Of hoop van zeggen dat de camera schoon blijft van druppels en dan zien we wel. Heb jij het überhaupt op regen? 2. Oh. 3-3. Het wordt chaos met 3 in de boot. 6. Ja. 3-3. 6. Nee, 4. 4, ga maar. Dan 10. 10. 2. 1. 7. Dan 4. 4. 3. 3. 10. Dan 1. Defcon 1 would it be Defcon 1 without a little bit of rain? Ga maar. Ga maar, stap. 4 is clean. Das meine ich. Das sieht so geil aus, wie die dann selber mitwippen, ne? So geil. 4. Oké, dit is einde set. Vet iedereen. Oké, eentje iedereen. Dus nu vooral de stage in beeld houden. De laatste is links-rechts. Oh, dat is wel heel erg spannend. Ja, dus pas op als je in het publiek staat straks. Vuurwerk rond backstage, achter het podium. Nice, kom maar. Zo naar 10. Vuurwerk achter het podium, groen, hoog. 10. Naar 1 terug. Zijkant. Ja, 10. Vuurwerk. Yes. Nice. En rust. Dus nu links-rechts.
10 maar center terug. Side shots. Hier ben Boah, stimmt, der Shot. Boah. Dass er dann auch noch sagt, es war zu spät, oder? Bist du links, rechts? Krass. 10 maar center. Weil ich fand den Shot so crazy da in der in dem Video. Center terug. Bam, bam, Side bam. shots. Grrr. Jongen. Hier ben ik wel benieuwd naar. Dus 3 heeft straks de tegenshot. 10 heel langzaam bewegen, heel langzaam. En als je center bent, 10 kan je alleen naar boven gaan. Vuurwerk, zijwaarts, links, rechts. En 10. Heel langzaam, ietsje langzamer. Nice, dan naar 1. 1. Of the tribe. This was death. Come. Wow. Deze shots, links, rechts, alles. Holy shit, shit was nice. Wow. 1. Ziek iedereen. Fucking nice. Dan kun je 1 tot 6 al stop met recorden, 10 kan ook stop met recorden. Heel nice iedereen. Ja, heel vet. Bij de Age-show staan er heel goed op. Elke keer als je hier weer staat naar die Age-show. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt bist du auch so, wow. Es ist vorbei. Also, ne? Für dich ist es fast gelaufen. Ja. Ja, we gaan eruit. Merci iedereen. Dat was het. Heel vet. Heel ziek. Ik zie jullie zo hier. Ich glaube, da fällt dir richtig viel ab, ne? So dieser ganze Stress, alles fällt da auf einmal ab und du denkst dir, wow, geil. Jo. Yeah, I just wanted to say, Het is echt heel vet, man. Super vet, ja. Mooi dit gewoon gehad, toch? Gaat ie? Nee, maar... Ja, snap ik. Kan ik dat goed doen? Een watertje? Gisteren hebben we daar waren de vetste eindshows dat we ooit hebben gelivestreamd. Het zat gewoon allemaal mooi op tape. De mooie hoeken, de juiste camera voor het tweede vuurwerk. Het zag er goed uit. Maar wel een beetje kapot. Welke 6 heb je geschakeld? Alles. Vandaag. Alles. Moet je nu nog iets doen? April? Ja, oké. Ja. Nee, ik ben echt blij. Ik ben echt heel blij. Ja. Echt tevreden. Ja, ik zeg je eerlijk. Defcon is anders, man. Ja, het is live, hè? Super. Ich sag doch, das ist eine geile Truppe. Aber sowas muss auch dann am Ende. So, ne? Aber ich finde, das ist so das perfekte Bild, so. Ne, Chef und Chefin stehen da, sind so, okay, geil, wir haben es geschafft. Und die ganze andere Truppe ist da, ja, wir haben es geschafft, wir haben was Geiles gemacht. Ja, gib ihm. Ja, nou gaat het helemaal los. We zijn klaar met de productie, gaat het helemaal los. Toch Thijs? Oh, dit was een lijstje met alle video's. En dan gaan we, hè. 1, 2, 3! Wie cool, ey. How long will this take? I think 3 or 4 hours though. Like this is 4 or 6 hours. 3 oder 4 Stunden, dass die Sachen rüberziehen und speichern und alles. Junge! Was eine geile Truppe, ey. Finde ich geil,
dass sowas auch gezeigt wird und nicht wirklich nur dieser Ernst des Lebens, ne? Op die momenten pak je gewoon 27 of 33.000. Dat is echt fantastisch. Ja. Dan 1:30 het eerste biertje van weekend drinken. Ja? Ja, heel veel zin in. Geloof jij? Iedereen is super lief, maar das ist aber auch der Nachteil, wenn du Chef bist, ne? Alle verabschieden sich, alle machen noch Party und sowas und du musst halt den ganzen anderen Bums machen. Het is met Enpa. Ik heb heel goed een soort van herinneringsvermogen van wat waar is, of zo visueel vermogen, of hoe noem je dat? Zal het wel, ja. Zoals het vet weekend. Ah, er schneidet es sogar selber? Ach lol, wie cool. Ik had altijd het idee, voordat je shoot, is Krass, ne? 3 Monate später. Dan shoot je, je hebt alle beelden, maar dan Verrückt. afhankelijk van de muziek, afhankelijk van de shots, dan verandert die idee naar, zeg maar, idee A2 of idee B. En dan vaak is per track is er wel een soort van gevoel die erbij past. Das ist für mich Kunst, ne? Also Real Talk, für mich ist das Kunst. Solche Videos zu machen, also das sind ja wie Filme. Und das ist für mich Kunst, sowas hinzubekommen, so mit so einem Schnitt und so. En dan hier wat een stuk het hardcore blok, begin ik met schoenen hier, maar dan eigenlijk volgen alle dansen op elkaar, zoals dat iedereen danst eigenlijk één dans. Maar knie gaan naar boven, dan gaat been niet naar boven, die springt ook. Dat moet een beetje als één dans voelen door verschillende mensen. Mega geil. geil. Been gaat naar boven, dat is eigenlijk nog niet goed aangepast. Omdat al die shots dat ik gespot heb, die horen dan in mij nog bij dit stuk. En dan ga ik puzzelen om het er waar. Maar op het einde is het soms wel lastig, want je hebt nog ergens een zwart gat en dan weet je aan, dit shot zou vet zijn daar, maar dan moet je tussen 140 terabyte gaan zoeken waar dat beste shot is. Ja, ik volgend jaar moet die wel langer. Aber auch cooles Büro, ne? Voll cooles Büro, finde ich. So, ne? Da hinten sitzen noch Dudes. Hier sitzen noch welche. Das ist ein cooles Ding. Ja, ik volgend jaar moet die wel langer. Er zit heel veel in het einde eigenlijk. Deze video is gewoon een beetje anders dan vorig jaar terug. En niet per se typisch video zou ik zeggen. Hoe zou je het omschrijven, deze? Emotie rollercoaster, misschien. Fertig. Geil. Sehr, sehr geiles Teil. Finde ich cool. Ja, sowieso. Sowieso. Ich finde das sowieso so ein richtig krasses Danke an jeden, der da irgendwie mitwirkt. Aber jetzt nicht nur speziell auf Defcon 1 Videos, sondern generell, ne? Die einfach so geile Arbeit machen. Ob es die Kameratisten sind, ob es die Leute sind, die sich mit der Musik auseinandersetzen müssen, die den Ablauf planen und. Jeder, der da irgendwie eine Kleinigkeit zu tun hat, da muss man einfach wirklich Danke für sagen, dass man am Ende sowas Geiles dann geschenkt bekommt. Und dann auch noch sowas, ne? So wirklich behind the scenes, wie die halt diese Videos, diese Livestreams, wie das halt alles abläuft, wie die das zusammen machen nachher, finde ich krass. Klar, ne, ein paar Sachen haben mir so ein bisschen gefehlt. Wie gesagt, so ein bisschen so dieser Zeitablauf sogar noch ein bisschen mehr. Aber das ist auch wieder zu viel des Guten.
Wir sind jetzt 1 Stunde 25 drin. Ja. Aber, ja, fand ich mega geil. Sehr inspirierend auch, ne? Wie ich ja schon am Anfang sagte, für Leute, die sich sowas vorstellen können, ist es sehr, sehr geil, sowas dann zu sehen, um nochmal mehr ein Bild dafür zu bekommen. Natürlich ist es auch immer sehr positiv dargestellt. Da sollte man dann ein bisschen auch abwiegen können, aber das muss man ja sowieso. Sollte man sowieso können im Leben auch. Ja, aber fand ich sehr, sehr geil. Und bin gespannt, ob wir irgendwann vielleicht sogar nochmal so ein Behind the Scenes dann bekommen. Vielleicht nächstes Jahr dann vom Aufbau oder wie das auf dem Zeltplatz abläuft oder sowas, ne? Weil klar, Aftermovie, dadurch hast du noch alles so, hast du so ein paar Bilder, aber so ein bisschen mehr ins Detail. Würde mich freuen, bin da gespannt drauf, aber am Ende des Tages war es echt geil, sowas zu bekommen, gerade von sowas Riesigem, ne, wo so viele Leute hinterstehen und auch, viele Leute feiern. Und da kann ich nur noch besten Dank sagen. Real Talk, besten Dank für dieses Video, für jedes Video, was wir von DEFCON 1 bekommen, Livestream, allen Shit. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sieht, ob das irgendwie einer von den Leuten sieht, aber da geht nur ein riesiges Danke an diesem Menschen raus. Und ja, ey, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe auch, dann sehen wir uns da wieder. Sag hier auch nochmal besten Dank, dass ihr euch das reingezogen habt. Auch wenn es sehr lange ging. Und dann werden wir uns bei der nächsten Reaction wiedersehen. Ich hoffe, bis dahin habt ihr einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.